Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Meine quadratische Leinwand ist 70 x 70 cm groß und ich verwende 4 Farben und einen ganz normalen Haushaltsschwamm, um zunächst meine Hintergrundbemalung herzustellen. Die Materialien für dieses Video gebe ich dir wie immer in der Videobeschreibung an. Mein abstraktes Acrylbild entsteht heute in Anlehnung an die Farbfeldmalerei von Mark Rothko und ich habe ja schon die Hintergrundfarbe mit dem Schwamm aufgetragen und genau das werde ich auch für die einzelnen Farbfelder auf meiner Leinwand machen. Ich habe für jedes Farbfeld 2 Farben ausgewählt, die ich dann auf der Leinwand mit Hilfe des Schwamms mische. Auch wenn die Acrylfarben teilweise deckend sind, achte ich darauf, dass es immer noch Stellen gibt, an denen der rosafarbene Untergrund durchschimmert. Die einzelnen Farbfelder verblende ich nicht miteinander. Ich deute mit dem Schwamm nur ein paar sanfte Übergänge an. Mit dem Farbauftrag in Gelb passiert etwas ganz Spannendes. Vorher hatte ich ja ein Grau, ein Türkis und ein Rot auf meiner Leinwand. Und durch die Farbe Gelb kippt die Farbumgebung für das Grau. Ich habe mir hinterher dazu was einfallen lassen, weil ich gemerkt habe, dass der gelbe Farbton eine völlig andere Dynamik mit aufs Bild bringt. Als ich das bemerkt habe, habe ich auch einen leichten Abstand zur türkisfarbenen Fläche eingehalten. Mit den Kratzern bringe ich ein bisschen Dynamik auf die Farbflächen. Ich hatte diese wunderbaren Oilsticks gesehen, in fluoreszierenden Farben, und ich wusste ganz einfach, die werde ich auf meinem Bild hier einsetzen. Ich liebe es, wie das Geschribbel jetzt die Flächen etwas in Unruhe bringt. Die weiße Farbe wirkt natürlich wie das Kontrastprogramm zu den Neonfarben, doch ich kann dir versprechen, auch damit werde ich eine gewisse Dynamik auf meinem Bild erzeugen.
weiße Lasur trage ich zwischen der türkisfarbenen und der grauen Fläche auf und danach werde ich sie über das Bild laufen lassen. Dadurch, dass die Lasur über das Bild laufen darf, löse ich die scheinbare Ordnung meiner ursprünglichen 3 Farbflächen auf jeden Fall auf. Jetzt kommt es dazu, was ich eingangs schon mal erwähnt habe. Durch das Gelb im Zusammenspiel mit dem Türkis ist das Grau hinten, was vorher so super zu der roten Fläche aussah, farblich total abgefallen und es hat an Kraft verloren. Und deswegen versuche ich es zunächst mit einem Dunkelblau, setze dann nochmal einen Stick ein und gehe dann aber schlussendlich mit einem hellrosa Farbton darüber, weil ich das Gefühl hatte, dass die Fläche mit dem Gelb noch nicht im Gleichgewicht ist. Erzähl mir doch mal einfach, was du an meiner Stelle gemacht hättest.
Die Farbe Hellrosa, die ich verwendet habe, ist normalerweise deckend, aber ich habe es wieder mit dem Schwamm so aufgetragen, dass man die unteren Strukturen durchsieht, weil ich auch das Gefühl habe, dass das dem Bild unheimlich gut tut. Mir hat das mit der Lasur im mittleren Teil richtig gut gefallen. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat, war, dass es lange gedauert hat, bis die Lasur ausgewaschen auf dem Bild war. Und so habe ich ganz einfach zu Acryltinten gegriffen. Und zwar erstmal zu dem Weiß. Und dann habe ich lange überlegt, ob ich nochmal einen Kontrast setze und Schwarz verwende oder ob ich auf dieses strahlende Gelb eingehe und ein Gold einsetze. Du siehst ja, wofür ich mich entschieden habe. Dann zeige ich dir das Bild einmal in der Nahaufnahme und gehe mit der Kamera darüber. Und ich finde es sehr spannend, auch wenn es auf dich vielleicht auch irritierend wirken kann. Ich mag vor allen Dingen die mittlere Fläche mit dem Türkis und mit diesem leichten weißlichen Übergang. Aber ich liebe auch die obere goldene Fläche, die so sanft schimmert und deren Laufspuren nur teilweise bis in den unteren Bereich gehen. Und auf der anderen Seite auch diese Gegensätze, das Weiß, das von unten nach oben zu fließen scheint, wohingegen von oben die goldenen Spuren laufen. Das Bild ist für mich sehr spannend. Es hat aus verschiedenen Blickwinkeln eine ganz andere Sprache. Mal glänzen die goldenen Laufspuren, mal verdeckt das Weiß, was darunter liegt. Und alles in allem ist das aber ein Bild, was auch meine Seele berührt. Ich kann dir aber nicht genau sagen, warum. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und dieses Video geschaut hast. Ich würde mich sehr über ein Like und einen Hype für dieses Bild freuen. Und du darfst es natürlich auch gerne in den sozialen Medien teilen. Und ich bin tatsächlich neugierig. Was hältst du von diesem Bild? Magst du das mit den Lasuren und den Laufspuren von den Acryltinten? Oder wie stehst du dazu? Schreib mir das doch bitte in die Kommentare. Ich freue mich schon jetzt, wenn du auch wieder bei meinem nächsten Video dabei bist. Also sei kreativ und nutze die Zeit.